Herzlich willkommen am heißesten Sommertag in Berlin bisher. Hier ist Berlin Clips, ich bin Martin und heute gehen wir mal der Frage nach, welche Aussicht in Berlin lohnt sich wirklich? Ich habe für euch 9 Orte getestet, von kostenlos bis 32 €, von der historischen Mitte bis hin zum Teufelsberg im Westen Berlins. Und ich verrate euch am Ende meine persönlichen Top 3, beste Aussicht, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und natürlich auch der schönste Ort für einen kleinen Berlin-Ausflug. Los geht's direkt am Alexanderplatz. Wir schauen uns die Aussicht vom Park-In-Hotel an. Rein geht's, dann sucht ihr den Fahrstuhl und fahrt damit bis in die 35. Etage. Mit Rooftop ist das gekennzeichnet. Da haben wir den Hinweis Rooftop, Dachterrasse und Highswing. Den Gang entlang geht's Richtung Treppe, dann muss man noch mal ein bisschen sportlich sein. Es sind, glaube ich, noch mal 3 oder 4 Etagen, die man hochklettern muss. Man wird ja durch die Schilder gut motiviert und dann hat man eine schöne Aussicht über Berlin. Hier geht's erstmal Richtung Norden und Nordosten. Ihr seht den Prenzlauer Berg und wir schwenken dann rüber Richtung Wedding. Besonders Mutige können auch den High Swing nutzen und auf einer Schaukel mehr als 100 Meter über dem Alexanderplatz schaukeln. Also für mich wäre das jetzt nichts. Hier geht der Blick jetzt Richtung Westen. Ihr seht den Fernsehturm und das Rote Rathaus unten links daneben. Das war schon der erste Aussichtspunkt für heute. Preis 6 €, Park-In, Dachterrasse. Hier seht ihr schon unser zweites Ziel für heute, den Berliner Dom. Da steigen wir gleich hoch auf den Domkuppelgang, das sind 245 Stufen. Tickets für den Berliner Dom kosten 15 €, dafür könnt ihr den kompletten Dom auch besichtigen mit Predigtkirche, Tauf- und Traukirche, Hohenzollern-Gruft. Aber jetzt geht's hoch, 245 Stufen auf die Domkuppel. Hier seht ihr das mal im Schnelldurchlauf. Ich war hier übrigens im Frühjahr unterwegs. Ich würde es auch nicht empfehlen jetzt im Hochsommer. Da war es praktisch gerade jetzt mal 40 Grad warm. Also das muss man sich gut überlegen, ob man da aufsteigt oder vielleicht ist dann sowieso der Aufstieg zur Domkuppel geschlossen. Auf dem Kuppelgang könnt ihr praktisch einmal rundherum laufen und habt dadurch einen tollen Blick in jede Richtung der Stadt. Hier nochmal die Infos zum Berliner Dom. Gleich geht's weiter. Unsere nächste Station ist das Berliner Schloss. Nächste Station, das Berliner Schloss oder Humboldt-Forum. Hier müsst ihr übrigens größere Rucksäcke und Taschen einschließen, bevor ihr hochfahren könnt auf die Dachetage. Die Tickets könnt ihr hier kaufen für 3 €. Mit dem Fahrstuhl geht es dann barrierefrei hoch und was sehen wir gleich als erstes? Unseren alten Bekannten, den Berliner Dom. Hier geht der Blick auf die Museumsinsel mit dem alten Museum.
Auf der Terrasse des Schlosses könnt ihr übrigens auch einmal rundherum laufen und habt auch hier wieder einen Rundumblick über Berlin, wenn auch nicht ganz so hoch wie auf der Domkuppel. Hier seht ihr im Vordergrund das Auswärtige Amt und im Hintergrund die Hochhäuser der Leipziger Straße. Und ja, auch der Nachbau des Stadtschlosses hat eine Kuppel. Hier sehen wir den Alexanderplatz und das Rote Rathaus, jetzt das Nikolaiviertel mit dem Doppelturm der Nikolaikirche und die Hochhäuser dort sind auf der Fischerinsel. Hier die wichtigsten Infos zum Aussichtspunkt Berliner Schloss Humboldt Forum, 3 € Eintrittspreis und ihr habt auch einen tollen Rundumblick auf die Stadt. Keine Sorge und Scherz beiseite, hier landen keine Außerirdischen, wir sind auf dem Weg zum Weltballon, zur höchsten Aussichtsplattform heute. Der Weltballon befindet sich in der Nähe vom Checkpoint Charlie, also sowieso schon eine touristisch geprägte Gegend. Hier ist der Berlin High Flyer, wie er auch genannt wird. Der fährt bis zu 150 Meter hoch über Berlin und das ist wirklich eine ganze Menge. Man kann da sehr viel sehen. Bis zu 30 Personen können mitfahren und es ist maximal möglich bei 13 Metern pro Sekunde Windgeschwindigkeit. Also das Wetter muss gut sein, sonst fährt der Ballon nicht. Hier erfahrt ihr im Internet, ob der Ballon in Betrieb ist oder nicht. Die Tickets für den Ballon kosten 32 € für Erwachsene. Die Tickets könnt ihr online kaufen, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, schaut da gern mal rein. Ich fand übrigens schon imposant, wie der Ballon heruntergezogen wird an einem Seil. Interessante Sache, gleich geht's los, wir steigen ein. Der Aufstieg auf 150 Meter beginnt und hinter dem Finanzministerium, das ihr hier im Vordergrund seht, erscheint der Potsdamer Platz. Hier geht unser Blick jetzt nach Kreuzberg und wir schwenken langsam rüber nach Mitte. Ihr seht wieder die Häuser der Leipziger Straße, rechts davon das Springer Hochhaus und links davon den Alexanderplatz mit dem Fernsehturm. Die Fahrt mit dem Weltballon fand ich super interessant. Das war echt eine Top-Aussicht, die wir hier an dem Tag hatten über Berlin. Achtet bei der Buchung auf schönes Wetter, also bucht erst kurz vorher, denn bei schlechtem Wetter lohnt sich das nicht oder der Ballon ist gar nicht unterwegs. Nächste Station ist die Reichstagskuppel. Wir zeigen euch, wie ihr kostenlos reinkommt und wie die Anmeldung funktioniert. Bevor ihr euch auf dem Weg zum Reichstag macht, um die Kuppel zu besuchen, empfehle ich euch, online die Anmeldung durchzuführen, denn da könnt ihr euch auch einen Termin raussuchen. Die URL seht ihr hier eingeblendet, bundestag.de/Besuche, dann geht ihr auf Anmeldung, dann wählt ihr Besuch der Reichstagskuppel und im nächsten Schritt könnt ihr euch dann einen Termin aussuchen. Wenn ihr den Termin habt, kriegt ihr eine Bescheinigung per E-Mail, die müsst ihr mitbringen. Dann wird eine kleine Sicherheitskontrolle durchgeführt im Besucherzentrum hier, das ist derzeit noch im Container. Und dann geht's los im Fahrstuhl hoch zur Kuppel des Reichstags. Oben angekommen habe ich dann auch erstmal eine Runde auf der Terrasse gedreht. Man kann auch hier wieder in alle 4 Richtungen blicken und schauen, was sich in Berlin gerade tut, wo gebaut wird und wo sich die Sehenswürdigkeiten befinden.
Hier geht der Blick Richtung Potsdamer Platz mit dem Bahntower und dem Sony Center. Und auch das Brandenburger Tor ist hier ganz in der Nähe. Jetzt ist es aber Zeit für die Reichstagskuppel selbst. Da gehen wir jetzt drauf und im Eingangsbereich kann man sich einen Audioguide ausleihen, falls man möchte. Übrigens haben die vielen Spiegel in der Mitte der Kuppel einen Zweck. Dadurch wird das Sonnenlicht oder Tageslicht in den Plenarsaal gelenkt, der sich direkt unter der Kuppel befindet. Und dieses bewegliche Sonnensegel sorgt für Schatten im Plenarsaal, damit die Sonne nicht so direkt auf die Köpfe unserer Parlamentarier knallt. Den Aufstieg auf die Kuppel haben wir jetzt geschafft und zugegebenermaßen hatten wir nicht das ideale Wetter für eine gute Aussicht auf Berlin, aber trotzdem ist der Rundumblick sehr interessant. Die Ausstellung zur Geschichte des Reichstags sollte man sich natürlich unbedingt mit anschauen. Hier nochmal die Info zum Reichstag, zur Reichstagskuppel. Der Besuch ist kostenlos, ihr müsst euch aber vorher anmelden. Jetzt wisst ihr ja, wie es geht. Unser nächster Aussichtspunkt ist auch ein historischer, die Siegessäule. Im Tiergarten befindet sie sich mitten auf dem großen Stern und um dahin zu kommen, müssen wir erstmal im Tunnel verschwinden und dann wieder aufsteigen. Die Tunneltreppen zählen übrigens nicht zu den 285 Stufen, die man erklimmen muss, um auf die Siegessäule hochzukommen. Bevor man hochgeht, sollte man sich hier auch unbedingt nochmal über die preußische und deutsche Geschichte in der Ausstellung informieren. So, genug gelernt, jetzt wird gelaufen und geklettert. 285 Stufen warten auf uns, also los geht's. Oben angekommen hat man einen herrlichen Ausblick über die Stadt. Hier schauen wir auf die Straße des 17. Juni und sehen den Tiergarten etwas in Grau, weil wir hier im Januar waren. Inzwischen ist das natürlich alles grün, sofern ihr das Video im Frühling oder Sommer guckt. Hier nochmal die kompakten Infos zur Siegessäule. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 4,50 € und ihr müsst 285 Stufen hochklettern, um auf die Aussichtsplattform zu kommen. Je weiter man hochkommt in der Siegessäule, desto enger wird es auch. Also man sollte wirklich keine Probleme mit dem Treppenlaufen haben, wenn man die Siegessäule besuchen möchte. Unser nächster Aussichtspunkt ist perfekt für die City West. Wir gehen ins Motel One Upper West und fahren dort hoch in die 10. Etage. Dort befindet sich ein Terrassencafé, wo jeder hin kann. Da muss man kein Hotelgast sein. Und von der Terrasse habt ihr einen wunderbaren Ausblick auf die City West mit der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, mit Europa-Center und dem Tauentzien in diese Richtung gesehen. Wenn wir etwas weiter rüber schwenken nach links, sehen wir das Bikini Berlin. Dahinter befindet sich der Zoologische Garten. Hier sehen wir den berühmten Zoopalast. Wenn ihr Zeit habt für einen Kinofilm in Berlin, unbedingt reingehen. Das ist mein Tipp.
Auf die Dachterrasse des Motel One Upper West kommt ihr kostenlos. Vielleicht nehmt ihr den einen oder anderen Drink während einer kurzen Pause auf eurem Berlin-Spaziergang. Weiter geht's zum Teufelsberg. Der Teufelsberg ist rund 120 Meter hoch und eine der größten Erhebungen Berlins. Dabei war das früher überhaupt kein Berg. Der wurde aufgeschüttet aus Weltkriegstrümmerschutt. Unglaubliche 26 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt aus dem Zweiten Weltkrieg wurden dafür verwendet. Später wurde der Teufelsberg im Kalten Krieg zur Abhörstation der Amerikaner hoch über West-Berlin. Heute treffen hier Geschichte, Lost Place-Atmosphäre und Street Art aufeinander. Besonders beeindruckend sind die alten Radarkuppeln, die große Open-Air-Galerie und natürlich der Rundumblick über Grunewald, Havel und die Skyline von Berlin. Die Kamera schwenkt jetzt Richtung Osten und wir haben beides im Osten, die City West und die City Ost. Vom Teufelsberg aus sind beide östlich gelegen. Jetzt kommt der Drachenberg ins Bild. Mit 99 Metern Höhe ist es der kleine Bruder des Teufelsbergs und den schauen wir uns gleich auch noch an. Jetzt kommt das Olympiastadion ins Bild. Hier spielt Hertha BSC und übrigens ab der Saison 2027/28 muss Union wohl auch hierhin umziehen für eine Saison, da das eigene Stadion, die Alte Försterei, umgebaut und erweitert wird. Der Eintritt für den Teufelsberg kostet 12 € für Erwachsene. Dafür könnt ihr euch die Spionagestation und die Ausstellungen ansehen und die Aussicht genießen. Tickets für den Teufelsberg gibt es online. Schaut gern in die Videobeschreibung, da habe ich euch den Link dafür hinterlegt. Unsere letzte Station für heute, der Drachenberg. Da laufen wir rauf und was sehen wir da oben? Den großen Bruder, den Teufelsberg, auf dem wir eben waren. Auch vom Drachenberg gibt es einen schönen Blick auf die Stadt. Wir schauen hier Richtung Osten, sehen den Funkturm, links daneben den Fernsehturm in weiter Ferne. Der ist eigentlich größer, aber erscheint hier kleiner. Insgesamt ist es auf dem Drachenberg sehr relaxed gewesen. Es gibt sowieso keinen Eintritt oder sowas. Viele Leute nutzen den Drachenberg, um hier mal ein Picknick zu machen. Und wir finden, dass der Drachenberg eine tolle Ergänzung für jeden Grunewaldausflug ist. Jetzt habe ich euch also meinen Ausflugsfavoriten schon verraten. Bleiben noch zwei übrig und zwar der Preis-Leistungssieger und das ist das Berliner Schloss. Für 3 € Eintritt kommt ihr da problemlos rauf und habt eine tolle Aussicht über das Stadtzentrum. Deshalb unser Preis-Leistungssieger. Der Weltballon hat nach meiner Meinung die tollste Aussicht über Berlin geboten. Wir hatten natürlich auch einen perfekten Tag erwischt. Das Ticket kostet mit 32 € natürlich mehr als für die anderen Aussichtsoptionen, die wir euch hier vorgestellt haben. Aber wenn ihr ein entspanntes Budget habt, dann gönnt euch mal die Ballonfahrt über Berlin. Ich fand es auf jeden Fall super. Damit ist da auch schon vorbei unser Vergleich von 9 Aussichtsoptionen über Berlin und das alles sogar ohne Fernsehturm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr Links und weitere Informationen zu den Aussichtsplattformen und ihr könnt euch auch gern gleich unser nächstes Berlin-Video anschauen. Bis bald in Berlin.